maschinelles Lernen ist ein Teilbereich eines größeren Forschungsbereiches, nämlich der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz hat ihren Ursprung in den 50er Jahren. Da sind Menschen beim Workshop das erste Mal zusammengekommen und haben sich sozusagen die Frage gestellt, wie kann man intelligentes Verhalten, wie man es von Menschen oder Tieren kennt, mit Hilfe einer Maschine nachbilden. Und das ist auch ungefähr der Bereich, der Zeitbereich, wo die Computer entwickelt worden sind. In der künstlichen Intelligenz gibt es zwei Bereiche, die man unterscheiden muss. Das ist einmal die starke künstliche Intelligenz und dann auf der anderen Seite die schwache künstliche Intelligenz. Und die starke künstliche Intelligenz hat das Ziel, wirklich sozusagen die kognitiven Fähigkeiten und intelligentes Verhalten und Kreativität, Gefühle, Gewissen, wie man es von Menschen kennt, in der Maschine nachzubilden. Und die schwache künstliche Intelligenz hat als Ziel, bestimmte, sehr spezialisierte kognitive Fähigkeiten, wie man sie von Menschen oder Tieren kennt, nachzubilden. Zum Beispiel Objekte in Bildern erkennen, Sprache erkennen, Muster in Daten erkennen. Die starke künstliche Intelligenz war am Anfang eben das Ziel, das man erreichen wollte, aber man hat sehr schnell herausgefunden, dass es ein extrem schweres Problem ist und man muss sagen, heutzutage eigentlich die Forschung in diesem Bereich ist sehr, sehr eingeschränkt und man hat keine weiteren Erfolge erzielen können. Im Bereich der schwachen künstlichen Intelligenz hat es vor allem in letzter Zeit durch das sogenannte Deep Learning sehr, sehr viele Erfolge gegeben und das hat maßgeblich die akademische Welt und auch die Industrie beeinflusst. Stichwort autonomes Fahren zum Beispiel, da ist sehr viel an schwacher künstlicher Intelligenz verankert, um ein Auto automatisiert zu steuern. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum maschinellen Lernen. Maschinelles Lernen ist eben ein Bereich der schwachen künstlichen Intelligenz und man probiert aus gegebenen Trainingsdaten ein mathematisches Modell zu lernen, das gewisse Aufgaben erledigen kann. Eine typische Aufgabe, wie man sie in der Bildverarbeitung kennt, ist zum Beispiel auch wichtig im autonomen Fahren, ist Objekte in Bildern zu erkennen. Man stelle sich vor, ein Auto fährt autonom, es hat eine oder mehrere Kameras und man möchte erkennen, ob in diesen Bildern andere Autos sind oder zum Beispiel Fußgänger sind. Und ein mathematisches Modell, das sehr erfolgreich ist, das gibt es zwar schon sehr lange, aber gerade in letzter Zeit wurden sehr große Erfolge damit erzielt, sind sogenannte künstliche neuronale Netzwerke. Künstliche neuronale Netzwerke haben als großes Vorbild neuronale Netzwerke, wie man sie bei Tieren und Menschen kennt, aber sie sind doch ein sehr simplifiziertes mathematisches Modell davon. Diese neuronalen Netzwerke zeichnen sich aus, dass sie freie Parameter haben, das nennt man auch Gewichte, kann man ein bisschen vergleichen mit den Synapsen, die sich bilden im menschlichen Gehirn, wenn man etwas lernt, dann werden die Gewichte größer und das Ziel im maschinellen Lernen ist es nun, diese Gewichte für dieses gegebene neuronale Netzwerk, künstliche neuronale Netzwerk, so zu lernen, dass eine gewisse Aufgabe möglichst gut erledigt werden kann. Kommen wir wieder zurück zu dem Beispiel, man möchte Objekte in Bildern erkennen. Da gibt es dann Trainingsdaten, das sind die Inputbilder und zusätzlich, und das ist wichtig im maschinellen Lernen, man braucht auch Informationen darüber, welche Objekte befinden sich in den Bildern. Das nennt sich dann überwachtes Lernen. Und nun setzt man ein sehr großes mathematisches Optimierungsproblem auf. Das ist eine Fehlerfunktion, man nennt es auch dann auch eine Loss-Funktion, wo man nun probiert, die Gewichte des neuronalen Netzwerkes so zu lernen, so zu optimieren, sodass diese Fehlerfunktion minimiert wird. Und die Fehlerfunktion misst, welche Objekte wurden vom neuronalen Netzwerk in den Bildern erkannt und vergleicht diese mit den gegebenen wirklichen Objekten, die zum Beispiel ein Mensch vorher in den Bildern gelabelt hat. Durch den Fortschritt, was man heute in den Computern hat, zum Beispiel Grafikprozessoren werden vor allem im maschinellen Lernen eingesetzt und durch die Fülle an Daten, die man heutzutage mit digitalen Kameras und Videokameras erzeugen kann, hat sich gezeigt, dass man sehr komplexe Aufgabenstellungen mit dieser Art von Modellen sehr, sehr gut lösen kann.